Hi, ich bin der Mai und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf meinem Kunstkanal. In einem meiner ersten Videos habe ich euch bereits gezeigt, wie man Aquarellfarbe selber macht, und heute möchte ich euch zeigen, wie man das dazu passende Bindemittel herstellt. Aquarellbindemittel von den Künstlermarken kann schon mal etwas teuer sein, und die eindeutig günstigere Variante ist es, das Ganze selber zu machen. Ich habe dafür ein gutes Rezept gefunden, was ich auch selber für meine Farben verwende, und das Ganze werde ich euch jetzt in den nächsten Minuten zeigen. Kommen wir zum Material. Ihr werdet auf jeden Fall einen Wasserkocher brauchen, Gummi Arabicum, destilliertes Wasser, pflanzliches Glycerin, Honig und Nelkenöl. Außerdem braucht ihr hinterher ein Gefäß, in dem ihr das Ganze anmischen könnt, und einen Messbecher, in dem ihr dann den ganzen Kram anmischen könnt. Und zum Umrühren von der ganzen Chose habe ich hier einen Pinsel. Die Glasunterlage, die ist einfach nur zum Schutz da, dass hier nichts auf den Tisch kommt. Selbst dann wäre es nicht schlimm, weil das Ganze ist ja wasserlöslich. Wir wollen das ja hinterher als Aquarellfarben benutzen. Als erstes messen wir uns 200 Milliliter von dem destillierten Wasser ab. Wir benutzen hierbei destilliertes Wasser, einfach aus dem Grund, dass sich in normalem Leitungswasser noch Stoffe befinden, die mit gewissen Farben und so reagieren können. Also wenn man Pigmente benutzt und die mit normalem Leitungswasser verwendet, dann kann es passieren, dass die Farben ihre Farbe verändern, und das wollen wir nicht. So, jetzt bringen wir das Ganze erstmal hier zum Kochen. So, als nächstes nehmen wir das Gummi Arabicum und nehmen davon ca. 100 Milliliter. Das ist zwar ein Pulver, aber ihr messt das so ab, dass 2 Teile Wasser und 1 Teil Gummi Arabicum hinterher zusammenkommen. Das ist jetzt ein bisschen mehr, aber das ist nicht schlimm. Das Ganze kippt ihr jetzt zusammen und rührt das alles schön durch. Es ist normal, dass der ganze Kram am Anfang etwas klumpt. Das muss sich jetzt erstmal anlösen in dem heißen Wasser und über circa eine halbe Stunde ziehen. Versucht die ganzen kleinen Klümpchen hier zu zerstoßen. Ihr wollt hinterher eine ganz glatte Masse haben. Nachdem du eine glatte Masse bekommen hast, gehst du hin, nimmst einen Esslöffel und gießt zu der ganzen Kiste einen Esslöffel voll pflanzlichem Glycerin und einen Esslöffel Honig. Ja, den habe ich mir jetzt auch so abgefüllt.
Bei dem Honig ist mir aufgefallen, dass die Konsistenz, wenn der Honig ein bisschen dicker ist, von der Farbe hinter auch etwas schöner ist und dass die Farbe sich trotzdem ein bisschen besser anlösen lässt. Ich denke einfach, weil da mehr Zucker drin ist. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau, aber erfahrungstechnisch sieht das so aus. Als letztes, und was ich bisher noch nicht ausprobiert habe, könnt ihr ein paar Tropfen, 3 bis 4 Tropfen Nelkenöl dazugeben. Ja, machen wir mal 5, mal schauen, viel hilft viel. Dadurch soll angeblich das Bindemittel länger halten. Mir ist aufgefallen, das Bindemittel hält im Kühlschrank so 2 bis 4 Wochen. Danach schlägt es um und wird schimmlig. Wenn man die Farben angemischt hat und in den Näpfchen eintrocknen lässt, dann hält es quasi ewig. Sobald die Flüssigkeit raus ist, sind eure Farben quasi ewig lang haltbar. So. Jetzt könnt ihr das natürlich in dem Gefäß lassen oder ihr füllt es in ein kleineres Gefäß um, mit dem ihr besser portionieren könnt. Ich habe in dem Fall so kleine Shampoo-Fläschchen, mit denen man dann portionierter das Ganze eingießen kann. Aber im Endeffekt ist das das Bindemittel, mit dem ich meine Farben herstelle. Es ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich den Teil gedreht habe, in dem ich das Aquarellbindemittel angerührt habe. Und ich hatte das die ganze Zeit jetzt im Kühlschrank stehen, seit ungefähr 2 Monaten. Und dank diesem Nelkenöl hat das Ganze bis jetzt noch nicht geschimmelt. Ich werde jetzt versuchshalber noch mal ein bisschen davon draußen stehen lassen, um zu schauen, ob das draußen auch genauso gut hält. Aber dieses Nelkenöl scheint die ganze Sache echt haltbar zu machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und ich konnte euch motivieren, etwas Neues auszuprobieren. Und wenn ihr weitere Videos in der Art nicht verpassen wollt, dann drückt gerne den Abo-Button und lasst mir einen Like da. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, in dem ihr mir sagt, was ihr gerne mal in Zukunft sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.